Ihr wollt unbedingt Mercedes fahren, ihr wollt unbedingt Längsbetten, ihr wollt aber auf keinen Fall so ein langes Auto fahren, dann ist das hier eure Lösung. Wie LaStrada das in diesem Fahrzeug umsetzt, dass das alles möglich ist und es trotzdem cool bleibt, das zeigen wir euch heute im Video zum LaStrada Regent E. So, wie löst LaStrada das Ganze? Man hat sich überlegt, wir nehmen den normalen Sprinter, so wie wir es beim Regent S haben, lassen den von außen unverändert, haben die gleichen GFK-Backen links und rechts und machen einen komplett neuen, anderen Grundriss rein. Und zwar packen wir wirklich Längsbetten rein, packen wirklich schöne Sitze vorne rein, lassen dafür ein bisschen was von der Sitzgruppe weg und haben dafür eine größere Nasszelle. Wie das genau aussieht, das gucken wir uns alles gemeinsam an. Dann erkläre ich euch auch im späteren Teil des Videos, warum dieser Tisch hier draußen steht. Das, was ihr hier von außen seht, ist ein normaler Sprinter, 6 Meter. Wir haben die Außenfarbe Selenit-Grau und ehrlicherweise ist von außen nicht so viel spektakulär Neues dabei und deswegen sollten wir eigentlich gleich mit dem anfangen, was dieses Auto spannend und interessant macht. Und deswegen würde ich sagen, let the magic happen. Das absolute Highlight des ganzen Fahrzeugs ist im Prinzip, dass wir bei 6 Meter Längsbetten und eine vollwertige Nasszelle haben. Das geht natürlich nicht ohne irgendwelche Tricks, aber ich finde, dass Westfalia, sag ich schon, wir haben so viel heute gefilmt, dass LaStrada mit guten Tricks arbeitet. Wir haben einen ähnlichen Grundriss schon mal von einem anderen Hersteller gehabt. Die haben diese Wand fast bis hier vorne vorgezogen und dann konnte man hier kaum sitzen. Hier ist es tatsächlich so, dass ich mit den Sitzen echt ordentlich Raum habe. Ich habe hier einen tollen Tisch, den ich hin und her schieben kann, den ich in jeder Position arretieren kann. Und man muss sich einfach damit abfinden, wenn man sagt, ich möchte ein 6 Meter Fahrzeug haben mit Längsbetten und als Sprinter, dann ist die Sitzgruppe halt klein. Das, was LaStrada sich aber überlegt hat, hat gesagt, ja, man kann meistens hier vorne sitzen, das ist alles gut für Frühstück, sogar für einen Kaffee reichen vielleicht sogar die kleinen Abstellflächen, die man so hat. Aber was mache ich, wenn ich doch mal abends mir was Schöneres kochen will, länger mir gegenüber sitzen will, so wie es bei uns ganz häufig der Fall ist, oder einfach mal was spielen? Dann will ich einfach das anders lösen. Und deswegen haben wir hier eine super clevere Idee, einmal die, nennen wir es mal Frühstückssitzgruppe hier vorne zu haben. Und wenn ihr die nicht benutzt, ist das ein Handgriff, den Tisch rauszuklipsen. Wenn man rechts und links nicht vertauscht. Oh, ich bin zu schnell. Dann ist das Tischbein hier arretiert auf dem Boden, das steht hier fest. Einmal rausklappen, Schraube rausdrehen, das Ganze nehmen. Hier hinten habe ich eine zweite Arretierung, ich hoffe, das könnt ihr so sehen. Einfach wieder festdrehen, dann hat hier auch seinen festen Stand. Und dann nehme ich den Tisch einfach. Und setze ihn hier drauf. So, jetzt werden die meisten von euch sagen, aber warum sollte ich einen Tisch hinten aufs Bett setzen? Und da kommt nämlich der eigentliche Clou ins Spiel. Bevor man das macht, nehmt ihr hier ein Polster einfach weg, nehmt auf der anderen Seite ein kleines Polster weg, ein Handgriff hochgeklappt, ein Handgriff hochgeklappt, tada, einen mega guten Sitzplatz hier und kann dann eben losgehen. Klips mir das wieder drauf mit einem Handgriff, kann es in der Achse hier frei verschieben, kann es drehen, kann es so verschieben. Also im Prinzip kommst du wirklich in jede Situation wunderbar mit rein. Das kann man dann auch fixieren, dann ist er eben nicht mehr verschiebbar. Und so würde man ihn nicht haben, sondern ich glaube, man würde ihn, jetzt habe ich meine Arretierung hingeschoben. Sekunde, nee, da. So wäre für mich der richtige Platz. Und das, was halt wirklich charmant ist, ist, man denkt auf den ersten Blick, das kann doch nicht funktionieren. Aber ich sitze hier, ich kann meinen Arm auflegen, ich habe hier einen richtig schönen Tisch, an dem ich Essen, Spielen, Machen, tun kann. Ich habe theoretisch immer noch die Möglichkeit, dort hinten ein breites Einzelbett zu haben. Ich kann mir gegenüber sitzen. Und das ist was, das Nebeneinandersitzen im Alltag mag das funktionieren, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich mir gegenüber sitzen will. Das Ganze finde ich eine super clevere Lösung. Man kann nach hinten schön rausschauen. Wer möchte, könnte sogar hier seitlich wahrscheinlich Fenster bekommen. Das haben wir schon mal von Kunden angefragt. Der hat sich dann doch dagegen entschieden, aber grundsätzlich ist das wohl möglich. Und so haben wir halt hier wirklich ein richtig schönes Ding.
Damit wir die kompletten Maße nehmen. Achso, und für den Tisch, da zeige ich euch zum Abschluss des Videos noch ein absolutes Highlight. Wir nehmen den jetzt hier erstmal weg, damit ich euch den Rest des Bettes ein bisschen oder der Sitzgruppe ein bisschen besser zeigen kann. Wenn wir hier unten reingucken, Lastrada typisch haben wir super viele Schubladen, die jeden Millimeter letztendlich nutzen. Groß hier, die ist mit 2 arretiert, noch eine zweite, dahinter ist der Radkasten, deswegen ist die nicht ganz so tief. Und dann haben wir hier die Technikecke, da müsst ihr jetzt nicht so im Detail reingucken. Und wie zeige ich euch das am besten? Einmal, guck mal, da ist natürlich systembedingt, muss ich mir überlegen, wo ich wann ran muss. Hier nochmal eine große Schublade. Und wenn ich rüber hüpfe auf die andere Seite, dann haben wir auch, wenn ich den dort und dort, hier auch nochmal eine große Schublade. Wer möchte, kann natürlich aus dem Ganzen hier hinten ein großes Doppelbett machen. Und wenn wir schon beim Thema Stauraum sind, gucken wir auch hier noch mal rein. Noch mal ein großer Raum. Was leuchtet da unten? Ach so. Wir haben bei dem Fahrzeug hier ein absolutes Highlight. Der hat einen Gastank-Unterflur. Das heißt, wir brauchen gar keinen Raum für Gasflaschen, in Anführungsstrichen, verschwenden. Einmal, zweimal, also richtig große Fächer. Und ihr müsst immer wieder ins Verhältnis setzen, wir reden über einen 6 Meter Sprinter mit Längsbetten. Ein weiterer kleiner Kniff, mit dem Lastrada uns alle in Anführungsstrichen austrickst oder das Auto flexibler macht, ist hier hinten der Schubladenschrank. Wenn wir gleich aus dem Heckstauraum noch mal reinschauen, werdet ihr sehen, dass dieses ganze Schubladenschrankmodul einfach nur von hinten dahinter geschoben ist. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr hinten ein Fahrrad quer reinstellen wollt oder ob ihr das Ganze so benutzen wollt. So, das heißt, ich finde, wir haben hier, wir machen mal ein bisschen, guck mal, hier sind doch überall Lampen. Das ist so Lastrada typisch. Alles schick und hell. Und da hinten auch noch mal quer die Lampen. Und auch, ich will jetzt nicht mit Schuhen da drauf, aber einfach mal Beine hochlegen. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Hier arbeiten, alles perfekt. Was halt bei so einem Konzept euch klar sein muss, ist, in dem Augenblick, wo ich keine Sitzbank habe, habe ich halt 2 Sitzplätze. Und das kann man jetzt als Pro und als Contra auslegen. Es kann niemand mit, aber ihr müsst auch niemanden mitnehmen, wenn jemand mit will. Denkt mal drüber nach. Stauraumtechnisch haben wir es Lastrada typisch große Fächer, die hier sind. Auf der gegenüberliegenden Seite genau das gleiche. Und zusätzlich natürlich noch einmal den großen Querschrank hier hinten. Wir haben in dem Technikpaket hier hinten Lautsprecher, wir haben Leselampen mit USB-Sticks, mit USB-Steckdosen dran. Also ich finde das auf jeden Fall ein Auto, in dem man sich sehr wohlfühlen kann und es ist halt super kompakt. Ich frage mich immer, ob das für mich eine Lösung wäre, das hier unten umzubauen. Denkt ihr, das ist eine Alternative, die man öfter mal mit ins Programm nehmen sollte, oder sagt ihr auch, das ist so eine Kleinigkeit, wir brauchen das für uns eher nicht? Würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Lastrada hat küchenblockmäßig ein bisschen was geändert. Wir haben ja in den meisten Autos quasi die gleichen Küchenblöcke. Hier muss das zwangsläufig ein bisschen anders sein, weil wir ja den Kühlschrank jetzt auf der Stirnseite haben, was für Lastrada auch tatsächlich eine Neuheit ist. Oben die Besteckschublade, dann 2 kleinere Schubladen und hier unten noch eine dritte. Und dann auf der Stirnseite den Kühlschrank. Beidseitig angeschlagen, dass ihr super von innen und von außen rankommt. Und was mega cool ist, 1, 2, den großen Zweiflammenkocher mit dem schwarzen Armaturen. Und wenn ihr euch das anguckt, das haben wir schon ein paar Mal mit draußen gehabt, einfach wirklich ein super hochwertiges, ich wollte gerade sagen Grillrost, Rost zum Topf draufstellen, super gut sauber zu halten, dass das auch vernünftig ist. Normalerweise haben wir beim Sprinter immer das Dilemma, Bett rein, Sitzgruppe rein, Nasszelle rein. Dadurch, dass wir uns hier gegen die Sitzbank entscheiden, haben wir natürlich jetzt hier den Vorteil, dass die Nasszelle verhältnismäßig groß ist. Ihr habt einmal das Waschbecken, was ihr aus dem Regent EB kennt. Klappwaschbecken sind immer ein klassisches Für und Wider, aber es ist halt von der Raumökonomie unschlagbar. Und dann, wenn ich mal mit reingehe, auch hier, guck mal, eine, kann man das sehen, irgendwo im Spiegel? Nee, aber wenn du mal mit um die Ecke guckst, 2 riesen Leuchtbänder, die sind jetzt sehr grell, die sind natürlich beide auch dimmbar. Und dann hier eine klassische Badezimmer-Schiebetür.
Wir haben so viele verschiedene Schiebeinstrumente sozusagen in den verschiedenen Fahrzeugen, dass das schon spannend ist, wie viele Lösungen es für bestimmte Sachen gibt. Und jetzt nehmen wir mal meine großen langen Beine. Ich würde mir das wahrscheinlich noch ein bisschen so drehen. Lasst mich mal checken, ob das passt. Ich sitze hervorragend. Also das passt zu 100% vom Stauraum. Kleine Nasszelle, Fenster in der Nasszelle, was natürlich bei Lastrada wie bei allen anderen Fahrzeugen eine Option ist. Und eben auch die Möglichkeit hier zu duschen. Also ich finde, das ist schon gut. Als Zwei-Personen-Auto, konsequent als Längsbettenfahrzeug umgesetzt, ist es auf jeden Fall ein Auto, was gut zusammenpasst und finde ich, was schlüssig konfiguriert ist. Das, was ihr als Dekor seht, ist Holzdekor Eiche Natur mit der etwas wilderen Maserung. Und haben wir hier noch was drin? Nee, mit den Klappen hinten und vorne mit dem etwas mehr in das Blau-Pastellige reingehen. Das sind durchaus schöne Farben, die da neu mit ins Programm kommen. So, jetzt hatte ich euch ein Highlight noch versprochen, was wir mit dem Tisch noch machen können. Und dafür hole ich mir einfach schon mal das Tischbein hier mit nach vorne. Und dann gucken wir mal, dass wir draußen aufbauen, was ich euch zeigen wollte. Ein Problem bei allen Fahrzeugen ist immer, wo kriege ich meinen Campingtisch her? Und da hat sich Lastrada was ganz Cleveres überlegt, hat gesagt, wenn wir schon so ein flexibles Tischbein haben, dann lass es uns doch richtig flexibel machen. Wir haben hier einfach, ich wollte gerade sagen 3 Beine, aber glücklicherweise kann ich bis 4 zählen. Zack, einmal. Und dann nehmt ihr euer normales Tischbein, was theoretisch da irgendwo hinpasst. So. Schraubt das fest. Einmal reinklappen. Und genau wie drin. Einmal draufsetzen, einrasten und dann kannst du den hier jetzt frei verschieben und hast den Tisch, den du vorne nutzen kannst, den du hinten nutzen kannst, auch noch draußen als Tisch. Sei es als Beistelltisch oder als richtiger Campingtisch. So, jetzt fehlt uns auf jeden Fall noch der Blick hinten in den Stauraum. Den sollten wir uns auf jeden Fall noch mal gönnen. Von hinten habt ihr dann nämlich genau das, was ich gesagt habe mit dem Trick. Das hier ist ein gesamter Korpus, den könnt ihr, wenn ihr wollt, im Ganzen rausnehmen. Dann habt ihr Platz, um hier Fahrräder reinzustellen. Das kann man nämlich alles wegklappen. Oder eben die beiden Schubladen nach innen. Und dadurch, dass hinten ja ein kleiner Boden drin ist, hat Lastrada gesagt, wir lassen natürlich keinen Raum ungenutzt. Auch hier hinten noch ein kleiner, schöner Stauraum. So ist natürlich nur links und rechts der Stauraum. Guck mal, hier haben wir oben die Technikecke, die wir eben von innen gesehen haben, und natürlich auch die Truma-Heizung. Das ist jetzt ein bisschen dunkel für euch. Und hier unten nochmal Batterie, da braucht ihr gar nicht so im Detail reingucken, aber da können Batterien und alles rein. Und hier auch nochmal, damit kein Raum verschenkt wird, natürlich auch nochmal ein richtig schön tiefes Staufach. Das, was dem einen oder anderen dann vielleicht auffällt, ist, hä, und wo ist denn jetzt der Gaskasten? Und dafür müssen wir sagen, auf die Knie bitte. Und wo gucken wir am besten? Genau, du musst hier einmal mit runter gucken und jetzt nach oben. Also ich sehe den Monitor nicht, aber ich denke, und ihr werdet das sehen, ansonsten filmen wir das nochmal separat gleich. Dort unten unter dem Fahrzeug, da bin ich wieder, ist nämlich ein Tank von der Firma Wünengas. Und so habt ihr nämlich den Innenraum frei. Und das sind die vielen kleinen Kniffe, derer man sich bedienen muss. Achso, ich wollte das Bett noch messen. Derer man sich bedienen muss, wenn man in so einem kurzen Auto so viel umsetzen will. Von der Bettlänge haben wir hier ungefähr 1,99,9, also 2 Meter auf der Seite. Und hier 1,85 denke ich werden das sein. Ganz genau messen kann man das nicht. Lastrada typisch. Bitte? Ach so, Breite fehlt noch, natürlich. (1,95,9), also 1,96. Und das ist zum Beispiel auch was der eine Kunde neulich zu mir gesagt hat. Ich will gar keine Längsbetten, ich mache mir das Leben einfacher. Ich mache da hinten noch die Matratze rein und dann nutze ich es gar nicht als Längsbetten, sondern weiterhin als Querschläfer, aber mit einem immens großen Querbett sozusagen. Also das Auto, glaube ich, muss man sich einmal Gedanken drüber machen, wie man es nutzen will. Dann kann es aber wirklich verdammt viel. So, jetzt haben wir die Länge der Betten, jetzt haben wir die Höhe, das haben wir alles. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Euch interessiert, bitte?
Abschluss, ja doch, den würde ich jetzt tatsächlich nochmal angehen. Ich glaube, was euch jetzt noch interessiert, sind tatsächlich die Preise zu dem Fahrzeug. Und da muss man sagen, bei Lastrada steht euch die ganze Welt offen, im Positiven wie im Negativen. Ihr könnt halt super viel konfigurieren. Man kann jetzt sagen, ich nehme den als Heckantrieb, kleiner Motor, wenig Ausstattung. Dann ist es verhältnismäßig günstig. Man kann aber auch sagen, ich gehe all in und gucke, was man alles machen kann. Dann kostet der Spaß einen kleinen Tick mehr. Wenn der zum Beispiel so wie hier ist, Allrad mit solchen Features wie voll elektrischer Schiebetür, dann stehen hier am Ende, ist das inklusive Fracht, genau, inklusive Fracht 147.136 € zu Buche. Wir haben ja auch einen Vorführwagen für uns geordert. Da verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung die mobile.de Anzeige. Da kommt man immer in einer ähnlichen Dimension raus. Ich finde es auf jeden Fall ein Auto, was eine Überlegung wert ist. Und es ist auf jeden Fall was es so kein zweites Mal gibt. Entweder findet ihr genau das toll oder ihr sagt, nee, ich bleibe lieber meinem klassischen Konzept treu. Dann ist der Regent S, wie das Schwester- oder Brudermodell daneben steht, für euch das Richtige. Aber wenn ihr sagt, 6 Meter Mercedes Sprinter mit Einzelbetten, ohne ein Slideout, dann ist der Lastrada Regent E deine und eure Lösung. Vielen Dank, dass ihr euch das mit mir angesehen habt. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Erstmal schöne Grüße. Bis bald. Adios.